Okay, jetzt denkt man sich erstmal so, ja, 2 Katzen, ganz nett, eine kleine und eine große, die stromern so rum, das wird halt ein hübsches Bildchen. Ja, nee, da steckt mehr dahinter. Es ist natürlich mal wieder ein Headcanon aus der Harry Potter Welt. Ich hoffe, ihr habt nicht schon die Schnauze voll von meinem Fandom-Overload, da wird nämlich noch einiges in die Richtung kommen. Diesmal habe ich eine herzerweichende Was-wäre-wenn-Geschichte gefunden. Original ist wie immer in der Infobox verlinkt. Was wäre, wenn Harry nicht bei den Dursleys aufgewachsen wäre, sondern stattdessen Minerva McGonagall ihn adoptiert hätte? Offensichtlich hätte McGonagall ihn zu einem gütigen, höflichen, respektvollen Jungen erzogen. Er hätte von klein auf alles über die Zaubererwelt gelernt und wäre auch viel geübter in allen Bereichen der Zauberei. Und er hätte bestimmt gelernt, wie man ein Animagus wird. Und da sind wir bei diesem Bild hier. McGonagall, die altbekannte, grau getigerte Katze mit dem brillenförmigen Muster um die Augen und an ihrer Seite ein Kätzchen, noch etwas wackelig auf den plötzlich 4 Beinen, mit leuchtend grünen Augen und pechschwarzem Fell. Wie cool wäre das? Allgemein kann ich mir einen Harry McGonagall echt gut vorstellen. Dumbledore hatte ja Sorge, dass Harry der ganze Ruhm in der Zaubererwelt nicht gut bekommen könnte, wenn er so als Berühmtheit aufwachsen würde. Wer kann's ihm verübeln? Er kannte seinen Vater James und dessen jugendliche Tendenzen zur Arroganz. Aber wenn das eine Person mit der Erziehung richtig hinbekommen würde, dann wäre das doch McGonagall, oder? Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie passend ich das finde. Außerdem, wenn Harry nicht bei den Dursleys so schlechte Erfahrungen gemacht hätte, dann hätte er sicher nicht so große Vertrauensprobleme. Es zieht sich ja durch die ganzen Bücher, dass der arme Junge immer denkt, er müsste ganz allein mit allem klarkommen. Also war das wirklich Dumbledores beste Entscheidung? Gut, da war noch diese Sache mit dem Schutz des Blutes, dass Harry unter dem Dach von Lillys Blutsverwandten vor Voldemort sicher ist, aber können wir das einfach ignorieren, nur für diesen einen Headcanon, der ist so schön, bitte? Was haltet ihr denn von der Idee? Könnt ihr euch das auch so gut vorstellen? Oder habt ihr Professor McGonagall doch als eine etwas andere Person im Kopf als ich? Übrigens habe ich mich bei diesem Bild nochmal an was Neues gewagt und es diesmal auch durchgezogen. Ich habe es beim Speed-Out zu Hagrid schon erwähnt, das realistische digitale Zeichnen klappt bei mir noch nicht so optimal, aber nur Übung macht den Meister, deshalb hier, bitteschön, schaut mir beim Üben zu. Was meint ihr, kann man sich das anschauen oder erblinden eure Augen? Vor Schönheit, Nee, also ich freue mich natürlich immer über konstruktive Kritik. Ach, und ich Dummerchen habe halt einfach so das Wichtigste komplett vergessen, nämlich Harrys Narbe. Das ist ja das Coole bei Animagi, dass sich so ein Zeug immer mitverwandelt. Sogar bei McGonagall sieht man Andeutungen von den Brillengläsern und Pettigrews berühmten Finger kennen wir ja alle. Also das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen und habe die Blitznarbe noch schnell nachgeholt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Katzen eigentlich Schnurrhaare haben. Deshalb habe ich das auch noch schnell erledigt. Jetzt sind wir aber fertig. Das Ergebnis werde ich auch nochmal auf Instagram und auf Tumblr hochladen. Folgt mir. Wenn es euch gefallen hat, macht halt das, was man auf YouTube so macht. Ihr wisst Bescheid.